Okay. When? Don't worry about a thing, 'cause every little thing It's is gonna be alright. TikTok in. Where are we? Okinawa. Okinawa. Ni hao. Americans. Ich habe diesen YouTube-Kanal vor mehr als 2 Jahren gestartet, um meine Reisen zu dokumentieren. Und zwar nicht nur meine äußeren Reisen zu aufregenden Orten, wie hier zum Beispiel nach Japan, sondern auch meine inneren Reisen. Ich teile nicht nur die Abenteuer, die ich in der Welt erlebe, sondern auch Themen und Impulse, die mir in den letzten Jahren zu mehr Wachstum und Selbstentwicklung verholfen haben. Heute möchte ich 3 Ansätze einbringen, die mir geholfen haben, mental stärker zu werden. Denn auch ich bin in den letzten Jahren durch Höhen und Tiefen gegangen. Nicht immer läuft alles perfekt und rund in meinem Leben. Ich muss mich immer und immer wieder zahlreichen Herausforderungen stellen, allein schon durch meine Selbstständigkeit. Selbstmitleid, adieu. Warum passiert mir das immer wieder? Warum habe ich kein Glück, obwohl ich so hart arbeite? Warum ist das Leben gerade so unfair zu mir? Und warum sind die Herausforderungen in meinem Business so viel schwieriger als bei anderen? Ja, ich kenne solche Fragen auch zu gut. Fragen, in die man sich verlieben und auch gut verlieren kann, die eine Menge Zeit und Energie in Anspruch nehmen und die in einem Teufelskreis aus Selbstmitleid enden können. Mir ist irgendwann klar geworden, dass ich schneller lernen muss, schneller erkennen muss, wenn ich mich im Selbstmitleid verliere und meine kostbare Lebenszeit dafür hergebe. Den Fokus ändern, meine Energie auf Lösungen statt auf Probleme zu richten, um wieder Kontrolle über mein Leben zu übernehmen. Dabei hat mir geholfen, meine Selbstmitleidsfragen durch konstruktive Fragen zu ersetzen. Fragen wie zum Beispiel, welche weiteren Fähigkeiten oder Strategien könnte ich entwickeln, um meine Erfolgschancen zu erhöhen? Welche wertvollen Lektionen könnte ich aus dieser Herausforderung lernen? Wie wäre es, wenn ich meine Situation aus einem völlig neuen, vielleicht auch viel positiveren Blickwinkel aus betrachten könnte? Selbstmitleid in konstruktive Fragen umzuwandeln, war ein absoluter Gamechanger für mich und hat mir den Raum für persönliches Wachstum und positive Veränderungen geöffnet. Fokus auf das Kontrollierbare. Ein wichtiger Ansatz zur Stärkung meiner mentalen Resilienz ist, mich auf das zu fokussieren, was ich kontrollieren kann. In meinem beruflichen Umfeld bin ich es gewohnt, die Fäden in der Hand zu haben und die Dinge aktiv zu beeinflussen.
Doch es gibt auch Situationen in meinem Leben, in denen das nicht funktioniert. Und es ist eine Verschwendung meiner Energie, wenn ich mich über Dinge aufrege, die eben außerhalb meiner Kontrolle liegen. Stattdessen bemühe ich mich, meine Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was ich beeinflussen kann. Mein eigenes Handeln, meine Reaktionen, Einstellungen und Entscheidungen. Ich kann zum Beispiel eine großartige Präsentation vorbereiten, aber ich kann nicht kontrollieren, wie die Audience darauf reagiert. Ich kann meinen Kunden den besten Service bieten und ihnen maßgeschneiderte Lösungen präsentieren. Was ich aber nicht kontrollieren kann, ob sie meine Angebote annehmen oder ob sie sich für einen anderen Dienstleister entscheiden. Ich kann, wenn ich mit anderen zusammen im Team arbeite, die besten Werkzeuge und Ressourcen bereitstellen. Aber ich kann nicht garantieren, dass damit jedes Teammitglied auch die höchste Leistung erbringt. Und auch noch ein kleines Beispiel aus meiner Reisehistorie. Auf dem Weg nach Oaxaca ging vor 2 Jahren mein Koffer in Mexiko-Stadt verloren. Und ich musste 2 Tage ohne richtiges Gepäck auskommen. Aber zum Glück war ich vorbereitet. Mein Handgepäck enthielt das Wichtigste, um diese 2 Tage gut zu überbrücken. Und dieses Beispiel zeigt auch wieder, dass ich null Kontrolle darüber habe, was mit meinem Koffer passiert, nachdem ich ihn eingecheckt habe. Aber ich habe sehr wohl Kontrolle darüber, was in meinem Handgepäck ist. So dass ich meine Energie nicht mit unnötigen Sorgen und unnötigem Ärger verschwenden musste. Durch meinen Fokus auf das Kontrollierbare lasse ich mich von unerwarteten Situationen und Überraschungen nicht mehr oder vielleicht nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen. Vergangenes loslassen, Fehler akzeptieren, Blick nach vorne. Ich habe für mich festgestellt, dass, wenn ich mental stark sein möchte, es mir reichlich wenig nützt, mich in alten Fehlern oder verpassten Chancen zu vergraben. Stattdessen versuche ich meine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt und die Zukunft zu richten. Denn wenn ich mich ständig mit der Vergangenheit beschäftige, verschwende ich wertvolle Zeit und Energie, die ich besser in die gegenwärtige Situation und in die Zukunft investieren kann. Ich versuche auch, meine Perspektive auf Fehler zu ändern. Denn was sind Fehler denn eigentlich schon? Oft sind es doch einfach nur Lernchancen oder Gelegenheiten zur Kurskorrektur. Indem ich diese Sichtweise einnehme, kann ich lernen, ohne mich von der Vergangenheit festhalten zu lassen. Ich akzeptiere das, was war, und nutze die Lektionen, die ich daraus gezogen habe, um meine aktuelle Situation zu verbessern und meine Ziele zu verfolgen. Diese 3 Impulse haben mir geholfen, mental stärker zu werden, die Qualität meines Lebens zu verbessern und mein persönliches Wachstum voranzutreiben.
Doch das bedeutet auf gar keinen Fall, dass ich darin schon vollkommen bin. Im Gegenteil, ich lerne ständig dazu. Dranbleiben, weiter dranbleiben.